Hallo zusammen. Für dieses Video durfte ich das Walking Pad Z1 testen. Es ist das neueste klappbare Schreibtischlaufband aus der Walking Pad Serie, das bis zu einem Körpergewicht von 110 Kilogramm genutzt werden kann. Ich weiß, dass einige von euch auf dieses Video gewartet haben und ich habe auch eine ziemlich klare Meinung zu diesem Modell. Falls du den Kanal noch nicht kennst, ich teste und vergleiche die besten Produkte rund um Haus und Garten. Dabei versuche ich immer etwas Besonderes für meine Zuschauer bei den Firmen zu bekommen. Dazu später mehr. Das Walking Pad Z1 wird komplett fertig montiert geliefert. Aufgeklappt hat es eine Länge von 142,5, eine Breite von 56 und eine Höhe von 10,6 cm. Die Lauffläche ist 121 x 40 cm groß, was für den Heimgebrauch vollkommen ausreichend ist. Der bürstenlose Motor hat eine Leistung von 550 Watt und ermöglicht Geschwindigkeiten zwischen 1 und 6 km/h. Das Laufband selbst wiegt nur 23 Kilo, was sehr gut für den Transport innerhalb der Zimmer ist. Der zusammengeklappte Zustand ist wichtig für die Lagerung. Die Länge verkürzt sich auf 81 cm, die Breite bleibt gleich mit 56 cm und die Höhe erweitert sich durch die Gummifüße auf 13,8 cm. Was mir wirklich sehr gut gefällt, ist, dass dieses Walking Pad vorne einen Hartgummi hat, der dafür sorgt, dass du das Z1 auch stehend lagern kannst. Hier siehst du das mitgelieferte Zubehör. Du bekommst ein Netzkabel, eine Fernbedienung mit Band und Batterie und einen Sechskantschlüssel, mit dem du die Lauffläche bei Bedarf fester ziehen oder lockern kannst. Dieses Mal war kein Schmieröl dabei und in der Anleitung steht auch nichts davon, dass es geölt werden soll. Ich habe es natürlich trotzdem aus Gewohnheit mit dem Silikonöl von einem anderen Walking Pad geölt, um die Reibung zwischen Laufband und Laufdeck zu minimieren. Dadurch wird nämlich in der Regel die Lebensdauer des Geräts verlängert. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass die bürstenlosen Motoren so konstruiert sind, dass sie ohne zusätzliche Schmierung auskommen, da alle beweglichen Teile ab Werk bereits optimal geschmiert sind. Es kann wohl sogar der Elektronik schaden, weswegen du am besten auf die Schmierung verzichtest. Anschließend habe ich das Laufband mit dem Strom verbunden. Mit der Fernbedienung kannst du dann das Laufband starten und die Geschwindigkeit in 0,5 km/h Schritten einstellen. Hier siehst du übrigens auch, wie schön das Display aussieht. Bei dem Modell gibt es keinen Sicherheitsmodus und es kann auch so beliebig laufen gelassen werden, ohne dass jemand drauf gehen muss. Das kann bei Bedarf in der App eingestellt werden, was ich dir gleich auch noch zeige. Einige von euch, mich eingeschlossen, wollten wissen, ob das Gerät einen integrierten Lüfter hat, der nach kurzer Zeit anspringt. Daher habe ich es direkt für 8 Minuten auf maximaler Geschwindigkeit laufen lassen. Und ich kann euch beruhigen. Es hat keinen Lüfter, was ein riesiger Vorteil ist. Ich war sehr happy damit. Hier zeige ich dir kurz, wie einfach der Auf- und Abbau ist. Sehr wichtig ist, dass du immer das Gerät erst vom Strom trennst, bevor du es zusammenklappst, um elektrische Schäden zu vermeiden. Kommen wir zu meinem Alltags- und 10.000 Schritte-Test. Ein sehr wichtiger Punkt ist, wie leicht man das Walking Pad in seinen Alltag integrieren kann. Dazu gehören die Lagermöglichkeit und der Auf- und Abbau. Bei dem Z1 gefällt mir, dass es gegenüber seinen Mitbewerbern verhältnismäßig leicht ist. Es lässt sich super leicht aufklappen und mit dem Strom verbinden. Um das Walking Pad per App zu starten, musst du es erstmal über das Plus per Bluetooth suchen und es mit deinem Smartphone verbinden. Normal findet die App das Walking Pad sofort, wenn es eingeschaltet ist. In den Einstellungen kannst du eine Kindersicherung aktivieren, wodurch sich das Pad nicht mehr per Fernbedienung starten lässt. Wenn der Modus aktiv ist, erkennst du es auf dem Display durch das Wort Lock. Vorhin habe ich erwähnt, dass das Laufband nicht automatisch stoppt, wenn keine Belastung wahrgenommen wird. Das kann hier über die ohne Last-Stop-Funktion geändert werden. Wenn du es aktivierst, kannst du zwischen den Sekundeneinstellungen wählen. Das Walking Pad stoppt dann automatisch, wenn niemand auf dem Laufband geht. Mehr lässt sich derzeit auch nicht einstellen. Links kannst du bei Bedarf ein Ziel basierend auf Distanz
Zeit oder Kalorienverbrauch eingeben. Wenn du einfach drauf losgehen willst, drücke den Go-Button und es startet nach 3 Sekunden. In der App kannst du die Geschwindigkeitsstufen übrigens präziser in 0,1 km/h Schritten einstellen. Hier siehst du meinen 10.000 Schritte-Test bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,4 km/h. Die Geschwindigkeit passe ich dabei immer an meine Aufgaben an, die ich zu erledigen habe. Wie du siehst, erreichst du das 10.000 Schritte-Ziel in weniger als 2 Stunden während deiner Arbeit. Das ist nicht nur ein toller Start in den Tag, sondern hilft dir auch beim Abnehmen, falls das dein Ziel ist. Nutze das Walking Pad an 5 Tagen pro Woche, verbrennst du nebenbei am Schreibtisch etwa 1500 zusätzliche Kalorien. Deine Trainingsdaten werden anschließend an deine Gesundheits-App übertragen. In meinem Fall ist es die Apple Health App. Ich empfehle dir übrigens keinen Fitness-Tracker beim Gehen zu verwenden, weil der Arm oft auf dem Tisch liegt und so die Ergebnisse verfälscht werden. Insgesamt lässt es sich meiner Meinung nach super in den Alltag integrieren. Kommen wir zur Lautstärke. Fairerweise habe ich auch hier eine Gummimatte drunter gelegt, da ich es bei allen Walking Pad Tests bisher so gemacht habe. Bei dem Modell brauchst du aber meiner Meinung nach nur maximal eine dünne Bodenschutzmatte. Das liegt erstens daran, dass das Z1 durch die höheren Gummifüße wenig Vibration auf den Boden überträgt. Zweitens hat der bürstenlose Motor einige Vorteile, auf die ich kurz eingehen möchte, während du hier die Dezibel-Messergebnisse siehst. Ein bürstenloser Motor arbeitet deutlich leiser als herkömmliche Motoren, was besonders in Wohnräumen angenehm ist. Da sie keine Kohlebürsten haben, die sich abnutzen, halten bürstenlose Motoren in der Regel länger. Sie verbrauchen weniger Strom, was sich positiv auf die Stromrechnung auswirkt. Durch weniger bewegliche Teile benötigen sie weniger Wartung. Zusammengefasst bieten bürstenlose Motoren also durch den Wegfall der verschleißanfälligen Bürsten eine längere Lebensdauer, höhere Effizienz, geringeren Wartungsaufwand und leiseres Laufverhalten. Jetzt zeige ich dir auch noch die Lautstärke ohne Matte beim Gehen. Wenn du es rein zum Gehen am Schreibtisch benutzt, kannst du es ohne Probleme auch ohne Unterlegmatte nutzen. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe eine ganz klare Meinung zu dem Z1 und zwar ist es für mich das perfekte Schreibtischlaufband für Geschwindigkeiten bis 5 km/h, was schnellem Gehen entspricht. Es ist leicht zu transportieren, angenehm leise und es fühlt sich gut an beim Gehen. Die 10.000 Schritte sind damit sehr gut machbar und das Wichtigste, es hat keinen Lüfter verbaut, wodurch es umso angenehmer beim Arbeiten ist. Insgesamt ist es für mich die neue Nummer 1 für den Nutzen unter dem Schreibtisch. Allerdings habe ich auch Punkte, die verbessert werden können. Dadurch, dass weniger Kunststoff verwendet wird, was dem Gewicht zugutekommt, liegt das Laufband, also der Laufgurt, im zusammengeklappten Zustand frei, was diesen anfälliger für Schäden macht. Gerade wenn das Walking Pad verschickt oder transportiert wird. Beim Joggen auf maximaler Geschwindigkeit ist es nicht so angenehm wie beispielsweise das P1 und A1 Pro wegen seiner hochgelegten und schmaleren Lauffläche. Das sind mögliche Nachteile, die du vor dem Kauf kennen solltest. Ansonsten funktioniert die Steuerung per Fernbedienung und App einwandfrei, wobei das bei allen Walking Pads bisher der Fall war. Daher habe ich nichts anderes erwartet. Das kompakte und moderne Design inklusive dem schönen Display passt in jede Wohnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der neue Bestseller in der Walking Pad Serie wird und das auch zu Recht. Ich kann natürlich nichts zur Haltbarkeit sagen, aber der erste Eindruck ist super. Solltest du Interesse an dem Z1 haben, kann ich dir auch hier einen 160 € Rabatt anbieten. Folge einfach dem Link in der Videobeschreibung zum Walking Pad Online-Shop. Dadurch wird der Rabatt automatisch aktiviert und abgezogen, sobald du das Z1 in den Warenkorb legst. Falls du noch Fragen zu dem Modell hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Alles Gute.